Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit der Frage, ob das PvP FEC Event dieses Jahr schon wieder gefloppt ist. Weil jetzt vor ein paar Tagen die Frage gestellt wurde, wie es da eigentlich aussieht, wer da gerade am Führen ist, wer wären jetzt die Gilden, die theoretisch ins Finale einziehen würden, pipapo. Was ja grundsätzlich eine interessante Frage auf jeden Fall ist. Aber was mich dann eigentlich mehr interessiert hat, weil da habe ich mich dann daran erinnert, dass ich letztes Jahr genauso ein Video gemacht habe. Und letztes Jahr habe ich quasi ein Video gemacht, das, ich müsste nachschauen, das war auch irgendwas mit 40 oder so, Teams. Also gerade mal so 160 Teilnehmer hatte das PvP-Event effektiv. Und habe damals halt gesagt, was für ein Flop das eigentlich ist, weil ein Team besteht ja auch nur aus 4 Spielern. Wie gesagt, 40 Teams sind 160 Teilnehmer. Also selbst 50 Teams sind 200 Teilnehmer. Also es ist sehr, sehr wenig, wenn man bedenkt, dass es tausende Charakter und auch tausende Spieler gibt, also 10.000 Charakter und tausende Spieler, ist das dann doch sehr wenig, wenn sich nicht mal 200 für so ein PvP-Tournament anmelden. Und gut, letztes Jahr konnte man sagen, naja gut, die Preise waren jetzt, naja, nicht so der Hit. Ich meine, klar, du hast eine Reise nach Korea gewonnen und so, aber an für sich, ja, ging es da jetzt nicht um extrem viel Geld, also effektiv wenige 1000 Euro plus halt diese Reise. Wenn du keinen Bock auf die Reise hast, dann ist schon der Hauptgewinn gar nicht mal mehr so geil. Also kann man sagen, verhältnismäßig vielleicht wenig. Dieses Jahr jedoch gewinnt das erste Team Platz 1 $80.000. Jeder Teilnehmer $20.000. Minus Steuern plus Umrechnung von Dollar in Euro ist das auf jeden Fall ein saftiger Betrag, also auf jeden Fall über 10.000 Euro. Wenn man es in Euro umrechnet, definitiv. Und da würde man ja meinen, dass da der Ansturm riesig ist. Jetzt klicken wir aber auf die Rangliste und nicht verwirren lassen, das hier sind die Matches. Wir müssen jetzt hier gucken, Vorrunde, Backup, Finale, da ist noch nichts drin. Das ist quasi Backup, das sind die Tiebreaker, wenn mich nicht alles täuscht. Finale ist dann, naja, das Finale, da sind wir ja noch nicht. Finalisten, da sind wir auch noch nicht, aber Finalisten und Rangliste ist basically das gleiche. Und jetzt sehen wir schon, diese Scrollbar hier ist ziemlich kurz. Oder andersrum, sie ist ziemlich lang, weil die Liste ziemlich kurz ist. Und das ist jetzt 2024. Wie viele Teilnehmer haben wir? Man kann sich by the way nicht mehr registrieren. Es sind 49. Mal 4 sind 196. Das heißt, auch dieses Jahr, obwohl es ein Preisgeld, ein Gesamtpreisgeld von $110.000 gibt, Gewinner kriegen 80.000, haben sich trotzdem nicht mal 200 Spieler dafür angemeldet. Also ich finde es irgendwie crazy. Wobei man jetzt hier natürlich nicht vergessen darf, sich anmelden bringt natürlich nicht viel, wenn man nicht eine halbwegs realistische Chance hat, beziehungsweise halt halbwegs realistische Erwartungen, dass man gewinnt. Also ich sag mal so, hier sind jetzt auch einige Teams angemeldet, die haben es nicht geschafft, ein einziges Game bisher zu gewinnen. Und hier sind sogar 6 Teams dabei, die nicht mal einen einzigen Kill gemacht haben bis jetzt. Also hier links ist quasi die Punkte, also mehr oder weniger die Matches, die du gewonnen hast, sozusagen in Punkte umgerechnet. Das sind die Kills und das sind die Tode. Und das heißt, es gibt ja allein schon 6 Gilden, die quasi literally, naja, nur gestorben sind bis jetzt. Hier haben sie wahrscheinlich sogar an manchen Matches gar nicht teilgenommen, weil sie weniger Tode haben als die anderen. Lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich ist es so, dass es nicht so viel Sinn macht, hier zum Beispiel als Free-to-Play-Spieler mitzumachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mitgemacht hätte, ich wäre auch hier ganz unten und würde einfach nur jedes Mal aufs Maul bekommen. Aber es wird ja trotzdem wahrscheinlich sehr viele Leute geben, die schon ziemlich gutes Equipment haben. Deutlich besseres als ich zum Beispiel. Und hier schon zumindest halbwegs realistische Chancen haben. Und da würde man ja schon meinen, ich meine, geht man nach Coral Island, wie viele Charakter allein dort rumstehen und die alle Wilds farmen, die alle Herneswaffen farmen, die alle wirklich gutes Equipment haben und trotz diesen extremen Preisen, die dort verteilt werden, trotz diesem riesigen Price-Pool, überwinden sich anscheinend diese vielen Spieler, die wahrscheinlich überwiegend PvE-Spieler sind, wie es ja in Flive üblich ist, nicht dazu, sich hier anzumelden. Und letztendlich ist es hier ein Tournament, das stattfindet für, ich meine, was ist realistisch? Alle, die doppelstellige Punkte haben vielleicht, zweistellige Punkte. Also man kann vielleicht die Top 30 realistisch nehmen. Ich meine, selbst Platz 30 hat nur 3 Punkte, Platz 1 hat 18 Punkte. Es läuft zwar noch eine Weile, aber ich denke nicht, dass die hier noch aufholen werden. Man sieht es ja, wie gesagt, auch anhand der Tode, dass manche halt viel weniger Matches anscheinend gespielt haben. Da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, wie das ist mit den Toten, ehrlich gesagt. Hier gibt es auch Gilden, die zum Beispiel keine Kills, keine
Tode haben und trotzdem haben sie 3 Punkte. Also ich weiß nicht ganz genau, wie das abläuft. Wahrscheinlich gibt es da ein paar sehr weirde Szenarien. Ist ja auch egal. Worauf ich im Endeffekt einfach nur hinaus will, ist, dass es irgendwie schade ist, dass dieses PvP-Event auch dieses Jahr trotz wesentlich besserer Preise als letztes Jahr. Also letztes Jahr konnte ich es gut verstehen, dass selbst wenn man ein Hardcore-PvP-Fan ist, dass man keine wirkliche Lust hatte, so mitzuspielen, weil es ja doch schon auch kostspielig ist, die ganzen Power-Ups und das gute Equipment sich aufzubauen und so. Perfektes Pad und lauter solche Sachen, spielt ja alles mit rein. Dass man damals nicht so viel Lust hatte, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber dieses Jahr kann ich es nicht nachvollziehen. Also ich meine, dieses Jahr hätte ich schon gedacht, dass sich viel mehr Leute anmelden, einfach nur um zu probieren. Und hier geht es ja auch wirklich einfach nur um die Anmeldungen. Ihr seht ja, hier unten sind Teams dabei, die quasi nicht wirklich gespielt haben, ja, die es zumindest probiert haben, kann man sagen. Und trotzdem sind es nur 49 und ich finde es einfach nur crazy. Schade ist es natürlich auch und ich finde halt für Flyve oder für die Entwickler müsste es eigentlich auch so eine Art Weckruf sein. Erstens, dass es vielleicht keine gute Idee ist, ein in Anführungszeichen E-Sports-Tournament mit Pay-to-Win-Faktor zu veranstalten. Also vielleicht wäre es klüger, dieses Turnier zu veranstalten, wo von Anfang an jeder das gleiche Equipment bekommt. Zum Beispiel alle haben einen 120er-Charakter mit Bloody Obsidian-Sets und so. Also irgendwie so, dass man das macht quasi. Natürlich, warum machen sie es nicht, ist klar, weil sie dann viel weniger Geld verdienen würden, schon klar. Aber grundsätzlich sieht man einfach die Beliebtheit so eines Wettbewerbs, der durch Pay-to-Win halt nun mal deutlich leichter ist, logischerweise. Und halt einfach Pay-to-Win-lastig ist. Das ist einfach eine Tatsache. Offensichtlich nicht so attraktiv ist. Und das Zweite ist natürlich, was man auch drüber streiten könnte, ist PvP in Flyve überhaupt so beliebt? Ich meine, du veranstaltest hier ein riesiges PvP-Tournament, vergleich das mal mit den Belohnungen zum PvE-Tournament. Die sind ein Witz dagegen. Also im PvE-Tournament gewinnst du ein paar tausend F-Coin und das war's im Endeffekt. Also es ist wirklich fast schon lächerlich. Nur der Hauptgewinn ist ein bisschen besser. Da gewinnst du dann dieses MacBook oder so. MacBook, was weiß ich, 13 oder 8 oder keine Ahnung, ich habe schon wieder vergessen, für irgendwie 1000 Euro. Klar, ist auch nicht schlecht, aber ich meine, vergleich mal 1000 Euro zu 20.000 Euro pro Spieler. Ich meine, da liegen Welten dazwischen. Und ich meine, ich gebe zu, PvP ist natürlich anspruchsvoller irgendwo. Es ist mehr Skill-based. PvE ist jetzt nicht wirklich so sehr Skill-based. Vor allem nicht, weil du es jeden Tag neu probieren kannst. Du kannst beim PvE-Tournament das jeden Tag neu probieren, bis du den perfekten Run in Anführungszeichen schaffst. Das ist, würde ich mal behaupten, weniger Skill-based als das PvP. Aber grundsätzlich, wie gesagt, stellt sich ja trotzdem die Frage, ist dann das PvP in Flyve wirklich so gut, dass man hier solche Tournaments veranstalten kann? Oder sollte man vielleicht nicht grundsätzlich nochmal überdenken, ob diese Art von Tournament überhaupt Sinn macht? Ob das PvP vielleicht nicht sowieso verbessert werden sollte, wenn das so unattraktiv ist, dass es nicht mal 200 Spieler anlockt? Also es sind alles so Fragen, finde ich, die man hier aufwerfen müsste. Und offensichtlich, trotz des Flops vom letzten Jahr, haben sie das nicht getan. Vielleicht haben sie dieses Jahr erwartet durch diesen enormen Preispool, dass entsprechend halt das Interesse deutlich größer wäre. Aber Tatsache in Anführungszeichen, naja, ich meine eigentlich nicht Anführungszeichen, aber wirklich Tatsache ist ja, wir sehen, es hat nicht funktioniert. Die Leute haben immer noch kein Interesse daran oder haben halt, wie gesagt, durch diesen Pay-to-Win-Faktor von Anfang an gesagt, so wie ich es auch gesagt hätte, es macht keinen Sinn, sich anzumelden, weil du hast keine Chance gegen Leute, die einfach 10-mal besseres Equipment haben. Es lohnt sich überhaupt nicht, sich überhaupt anzumelden. Und das ist halt aber auch irgendwo ein Problem, wie gesagt. Also, keine Ahnung. Also wenn man so einen richtigen E-Sport umwandeln wollen würde, müsste man auf jeden Fall die Grundbedingungen für alle gleich schaffen. Das ist sowieso klar, weil das hier E-Sports zu nennen, wäre eine Farce. Beim E-Sport kann es nicht sein, dass einer besseres Equipment hat, weil er mehr Geld ausgegeben hat. Das kann und darf nicht sein. Aber ja, das war so mein Take on this. Ich dachte, es ist vielleicht ganz interessant für ein paar Leute, die selber auch gar nicht spielen. Ich habe da selber auch gar nicht dran gedacht, aber ich habe da letztes Jahr schon so ein Video gemacht und fand das einfach ganz interessant, sich das nochmal anzugucken. Und ich wusste bis gerade eben auch wirklich nicht, wie viele Gilden sich angemeldet haben. Ich habe es wirklich erst kurz vor dem Video angeschaut und ich war schockiert. Also ehrlich gesagt, ich habe gelacht. Ich habe laut aufgelacht, weil ich mir dachte, das kann nicht sein, dass du so viel Geld ausgibst für dieses Tournament und sich trotzdem kein Mensch dafür anmeldet. Ich fand es einfach nur, ja, traurig und aber auch lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Flyve Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Flyve Streams. Bis dahin und ciao, ciao.